Heute geht es um Reifen. Und zwar um unsere neuen Reifenlinien Classic und Performance. Anfangen möchte ich mit dem SIP Performance. Und zwar ist das ein Reifen in der viel genutzten Größe 350/10, also das, was die meisten klassischen Vespa- und Lambretta-Roller verwenden. Und zwar handelt es sich hier um einen Allround-Reifen mit einem leicht sportlichen Profil. Und zwar ist das hier eine gute Mischung für den Alltag zwischen gutem Grip in Kurven und beim Bremsen, auch einer vernünftigen Nasshaftung, aber halt auch einer Mischung, die nicht zu weich ist, um vernünftige Laufleistung zu ermöglichen. Der Reifen hat hier auch noch eine Kennzeichnung Q-Type und Tubeless. Das bedeutet, man kann ihn entweder ganz klassisch mit Schlauch fahren oder mit moderneren Schlauchlosfelgen wie der SIP-Felge als Tubeless-Variante. Dann seht ihr hier die P-Kennzeichnung, die bedeutet halt, dass er bis 150 km/h zugelassen ist. Daneben steht 59, das ist der Tragindex, der ist bis 243 Kilo, das heißt, ihr habt auch eine vernünftige Zuladung. Und das letzte, worauf ich euch hier an der Flanke hinweisen möchte, ist dieser gelbe Punkt. Den hat der Reifen auch serienmäßig, und zwar wird da die leichteste Stelle gekennzeichnet. Das ermöglicht eine etwas bessere Gewichtsverteilung bei der Montage schon gleich, dass nicht so eine starke Unwucht drin ist. Der Reifen hat eine E4-Homologation. Das bedeutet, dass man ihn auch auf modernen und aktuellen Rollermodellen fahren darf. Das Ganze kommt auch noch zu einem, wie ich finde, sehr vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist also ein Reifen, den man für fast alle Einsatzzwecke getrost kaufen und fahren kann. Der nächste Reifen, zu dem ich kommen möchte, ist der SIP Classic. Ihr seht, das ist ein Reifen, der ein ganz klassisches Profil hat, so wie es bei den meisten klassischen Vespa- und Lambretta-Rollern im Auslieferungszustand der Fall war. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren bis in die 80er Jahre gab es Reifen, die vom Look her sehr ähnlich waren wie dieses Profil. Und deswegen finden viele Leute das am passendsten, das wieder auf ihre klassischen Roller zu schrauben. Dieser Reifen, der SIP Classic, der hat wie der SIP Performance einen Speed Index P. Das heißt, auch mit diesem Reifen darf man 150 km/h fahren. Das ist eine Besonderheit. Soweit mir aktuell bekannt ist das der einzige Reifen mit einem solchen Profil, der das gerade darf. Wir haben den Reifen in verschiedenen Größen. Wir haben den einmal hier in der Größe 3.0. Das bedeutet, das ist die Größe, die auf den meisten Vespa Smallframes serienmäßig verbaut wurde, auf Vespa PK, ET3, PV und so weiter. Dann haben wir natürlich die Größe 3.5. Das ist wie beim SIP Performance die gängigste Größe, die auf den meisten Rollern verbaut wurde, die meistverkaufte Reifengröße. Und dann haben wir ganz besonders den Reifen in 8 Zoll. Das bedeutet, wir haben hier einen 8 Zoll Reifen mit klassischem Muster und einer Geschwindigkeitsfreigabe bis zu 150 km/h. Also wenn ihr euch das traut, mit einem 8 Zoll Roller 150 km/h zu fahren, am Reifen soll es nicht scheitern, der hier kann das. Dann möchte ich zum letzten Reifen der Serie kommen, die ich euch heute vorstelle, und zwar den SIP Performance für Automatikroller. Da habe ich jetzt nur einen mitgebracht, den haben wir aber in verschiedenen Größen, 12 Zoll, 13 Zoll. Und der Reifen hat, wie ihr seht, ein etwas sportlicheres Profil, was aber auch einen sehr guten Kompromiss darstellt für den Alltag aus guter Bodenhaftung und Laufleistung. Der Reifen hat natürlich auch einen hohen Speed-Index. Der darf sogar 180 km/h fahren, der hat Speed-Index S. Dann hat er einen Tragfähigkeitsindex von 58 und auch eine E4-Homologation. Wenn jemand von euch schon Erfahrung mit unseren neuen Reifen gesammelt hat, dann freuen wir uns natürlich gern über einen Kommentar oder einen Mini-Bericht in der Kommentarzeile, wie ihr denn zufrieden seid mit den Reifen. Ansonsten hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal, drückt die Bimmel, dann werdet ihr informiert. Bis bald. Ciao.